und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich habe hier noch das Päckchen von The One with the Diamond Art liegen und da hatte ich ja noch 2 Bilder drin. Ihr seht es, die Libra hier ist offen, sie ist aber noch mal reingewandert. Ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen, wie ich das am besten mache. Und das andere ist noch zu. Ich hatte euch ja gefragt, wie ich die Libra angeboxt habe, ausgepackt habe, ob ihr die anderen Bilder auch überhaupt sehen möchtet oder eher nicht. Und ja, die Resonanz war ja, dass ihr es gern sehen würdet. Und deswegen dachte ich, packe ich das auch zusammen mit euch aus. Anstatt hier alleine. Zusammen macht es auch mehr Spaß. Hat man doppelte Freude dran, finde ich. Es ist gut zugeklebt. Ich muss mir gerade umdrehen, weil der hintere Karton, oh, der hier, der ist richtig schwer. Ich muss mal kurz gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Da sind sie. Entschuldigung für das Gewackel. Holen wir sie gleich mal raus. Ja, alles dreckig gemacht hier. Haben wir alles? Ich muss gerade die Libra zuhalten. Dann, es sind zwei Toolkits. Legen wir mal eins rüber, denn ich glaube, um euch beide Bilder zu zeigen, wird das dann ein extrem langes Video. Und ich weiß nicht, ob euch das so gefällt, wenn ihr dann so ewig lange Videos habt. Hier ist noch mal ein Sticker dabei, The One with the Diamond Art. Wie gesagt, die Lieferung ging recht zügig. Bisschen aufpassen. Das ist nämlich noch mal ein etwas größeres. Mal schauen, welche Steinchen ich habe. Ich glaube, das, was wir hier sehen, das große, das tun wir mal rüber. Und wir schauen uns das bisschen kleinere einfach an. Dann mache ich für das große, muss ich mich sortieren, noch mal ein extra Video, was ich euch aber dann so einfach einstelle. Hier ist sie. Das ist auch von der Künstlerin, also es sind alle 3 Bilder von der Künstlerin Finira. Habe ich mir geholt. Ich stelle gerade mal die Kamera noch ein bisschen rum, dass ihr das vielleicht komplett seht. So. Ja, den, man erkennt nicht so viel. Ich finde, es ist, ja, Krebs habe ich mir noch mitbestellt. Denn mir haben die Sternzeichen von ihr sehr, sehr gut gefallen und deswegen dachte ich, dann hole ich für jeden in der Familie das Sternzeichen. Jetzt könnt ihr ja mal raten, wer bei uns Krebs ist. Es gibt ja nur mich, aber gut, da wisst ihr es wahrscheinlich, weil die Libra, dann meine Tochter, mein Mann und mein Sohn. Wobei ich aber sagen muss, ich habe hier nur 3 Sternzeichen bestellt und meine Tochter hat ein Sternzeichen, was schon in der Familie sozusagen ist. Also es gibt unsere Sternzeichen, eins ist zweimal sozusagen. Ja, würde mich mal interessieren, bei wen ihr schätzt, wer bei uns Krebs ist. Also mein Mann, meine Tochter oder mein Sohn. Ja, hier auf dem Bild, auf der Leinwand, ihr seht es, sie ist wieder schön
abgesteppt. Wunderbar. Hinten schöne Konsistenz, also nicht so extrem flauschig wie von Karat Art. Ich finde das sehr angenehm so. Sie ist auch sehr geschmeidig in der Hand. Hier seht ihr nochmal den The One with the Diamond Art. Wir haben links ein kleines Vorschaubild. Der Druck ist auch super. Klasse. Und links auch eine Legende, wo die Nummer drauf steht, das Symbol von der Leinwand zum Painten und die DMC-Nummer. Die Folie ist sehr, ja, ich will schon wieder zart sagen, aber die ist dünn halt, eine dünne Folie. Die ist gut, aber ein bisschen dünn. Ihr seht es ist auch ein bisschen faltig von der Folie her, aber das ist nicht schlimm. Ja, ich finde schon wirklich toll hier mit dem Schmuck. Das Zeichen nochmal oben auf der Stirn von dem Stern. Ach, von dem Stern, vom Krebs. Toll. Und rot gehalten. Was praktisch ist, denn demjenigen, dem das Sternzeichen gehört, mag auch die Farbe Rot sehr gerne. Deswegen hat das super gepasst einfach. Ja. Ihr seht es, ganz, ganz, ganz toll. Hier ist ein bisschen Konfetti. Konfetti müsste das Schiffchen, die Farbe im Schiffchen öfters wechseln. Wir haben aber auch bestimmt hier zum Beispiel das S, wo man schon ein bisschen Color Blocking machen kann. Color Blocking ist, wenn ihr die Farbe in dem Schiffchen nicht so oft wechseln müsst. Also wenn man schön eine Zeit lang an einer Farbe painten kann. Ja, die Legende, die wir links haben, haben wir auch rechts. Genauso wie das Vorschaubild. Und hier an der Seite sind nochmal so schöne Diamanten zur Verzierung. Toll. Hier unten habt ihr nochmal die Internetseite sowie die Social Media Kanäle. Und hier sind die Daten zu dem Bild. Es ist der Cancer, also der Krebs von Finira, mit eckigen Steinchen und 50 x 65 cm. Die zu paintende Fläche, also die Klebefläche der Leinwand, haben wir bei der Libra gemessen und das wird hier bestimmt genauso sein. Ich kann aber gerne noch mal kurz nachschauen. Dann sehen wir es. Genau, 50. Achso, jetzt stelle ich mich genau ins Licht, das ist schlecht. Ich gehe auf die andere Seite. Seht ihr das hier? Nein, jetzt. Hier unten. Genau 65. Also genau bis zum Strich. Genau 65, die zu paintende Fläche. Ja, wunderschön. Und ich finde auch mal in Rot ist mal was anderes. So viele schöne Rottöne dann dabei oder auch Orange, je nachdem. Ich habe dieses Bild auch in der kleinsten Größe geholt. Da könnt ihr auf der Seite auch wählen, ob ihr das rund oder eckig wollt, ob ihr mit AB wollt, ohne AB wollt oder mit diesem, ja, oder ob ihr das mit Pearlescence Schimmer möchtet, also diesem Perlmutt Schimmer übersetzt. Da habe ich ja die Libra geholt, aber den Cancer habe ich mit AB Steinchen geholt. Ich hole gerade mal die Steinchen raus. Ja,
Ja, irgendeiner ist vielleicht offen. Das sehen wir aber dann gleich. Wobei ich eigentlich nicht dachte, dass wir grün dabei haben. Vielleicht haben wir ja auch grün dabei. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Schauen wir erst das Toolkit oder erst die Farben? Schauen wir erst das Toolkit. Es kommt wieder in so einem schönen Organza-Section. Das Toolkit. Das ist ja auch, ist total goldig gemacht. Finde ich. So. Na, da unten waren noch Tütchen dran. Dann haben wir einmal einen großen Wachs und auch noch mal ein Döschen mit Wachs. Also man hat alles dabei, was man braucht. Bei dem Wachs hier achtet drauf. Also einmal hier in dem Döschen, dass ihr, oh, es sind dicke Scheiben, dass ihr hier diese Plastikfolie abzieht, bevor ihr da mit dem Stift Wachs aufnehmt. Diese Plastikfolie ist natürlich auch auf ihm hier drauf, müsst ihr natürlich auch abmachen. Sonst habt ihr ein bisschen Probleme, den Wachs zu bekommen. Dann haben wir einen milchigen Stift mit ein bisschen Glitzer drin, Einersetzer, der Squishy für die bessere Handhabung und noch Aufsätze, einmal ein Zweier, dann wahrscheinlich ein Zehner, steht nicht dran, das sind aber die breiten, und hier wahrscheinlich ein Siebener. Also verschiedene Aufsätze für verschiedene Größen habt ihr dabei. Die steckt ihr halt hier hinten auf den Stift drauf. Nehmt Wachs auf und dann könnt ihr loslegen. Dann haben wir eine Pinzette. Die ist vorne abgerundet, hat trotzdem so einen Schutz noch mit schön drauf. Finde ich sehr praktisch. Wir haben ein Schiffchen, ein schmales, weißes, mit einem schmalen Ausguss. Also alles, was das Herz begehrt. Und ein hübsches Washi-Tape. Rosa mit Mosaik. Und auch ordentlich drauf. Ich denke mal, das kann man gut nutzen. Ich nutze das immer hier zum Abkleben der Ränder. Das sehe ich auch gerade hier an der Leinwand. Die ist auch ein bisschen, der Kleberand geht auch ein bisschen drüber. Und ich klebe mir das dann halt ab, weil ich das nicht so mag, wenn ich dann da immer so von, ne, wenn ihr da drauf kommt, dann habt ihr immer dieses Geräusch. Und der Dreck von eurer Haut oder Pulli oder so, der bleibt ja da auch kleben. Ja, also ein schönes Toolkit dabei. Und hier haben wir die Legende. Die ist auch wieder auf 2 Seiten. Ja. Hier seht ihr mal das Bild. Also sie trägt eine Stola wahrscheinlich um und hat einen Krebs in der Schale bei sich, sowie hier oben ein bisschen als Kopfschmuck. Ja, und ich finde auch ihre Corsage hier von dem Kleid ist an den Krebs schön angepasst. Genau, wie gesagt, wir haben eckige Steinchen und wir haben 44 Farben. Von diesen 44 haben wir 1, 2, 3, 4, 5 AB-Farben mit dabei. Wie gesagt, hier hatte ich die AB-Farben ausgesucht. Genau. So. Schauen wir mal.
uns die Farben an. Hier habt ihr auch nochmal die Daten zu der Leinwand und zum Bild. Also komplett, damit nichts verloren geht. Ja, starten wir einfach mal. Ein schöner lila Ton. Schön, glitzert auch schon schön. Die 310. Ja, sieht auch gut aus. Nochmal ein Zadal 209. Die 211 als AB, den lege ich gleich mal rüber. Die 224. Von vorn. Ja. Die 317. Sind nur ein paar Steinchen. Die 327. Die 353. Da seht ihr, da ist so ein, zum Beispiel da ein Hohler. Aber das ist die 413. Die 356. Also sie sind nicht sortiert. Wir schauen sie dann halt einfach so an, wie sie jetzt kommen. Die 451, wollte schon 15 sein. Die 452. Die 721. Die 742. Die 315. Die 726. Ach, das ist doch ein knalliges Gelb. Das gehört garantiert in die Schale mit rein. Die 779. Die 780. Die 798. Die 809. Ja, die zuerst. Die 745. Die 815. Das ist ein guter Beutel voll. Die 740 als AB. Die 603 als AB. Nee. Das hat den Schein drauf. Das ist kein AB, das ist dieser Perlmutt Schimmer. Haben wir die Farbe? Die legen wir mal kurz extra, da schauen wir gleich mal nach. Die 666 als AB. Die 606 als AB. Hier haben wir noch die 722. Die 817. Das ist auch so ein schönes, kräftiges Rot. Die 820. Ein schönes Blau. Das gehört bestimmt damit in den Hintergrund rein. Die 819. Die 891. Oh, ein schöner Beereton. Die 915. Na, hopp rein mit dir.
mag nicht, doch jetzt. Die 956, da seht ihr, es sind ein paar andere mit drin, aber die kann man raussortieren, das ist nicht schlimm. Die 957. Die 920. Gucke ich gerade durch, ob ich noch irgendwo habe. Ach ja. Die 939. Na, auf mit dir und rein mit euch. Dann haben wir die 3773, die 3609, die 3608 und 87, die 3826, da oben ist noch mal einer lose und drin, die 3688, die 3712, die 3772 und der letzte, die 3341. So, das heißt, grün ist nicht von uns. Das ist ein grüner AB. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir 1, 2, die 4 AB-Farben. Wir sollten 5 haben, aber wir haben dieses Schein. Ich hoffe jetzt, der gehört dazu. Schauen wir einmal gerade weg und dann schauen wir gleich mal hinten nach. Das ist auf der zweiten Seite. Dann schauen wir gleich mal die 3000er. Ja. Ich lege das jetzt nur oben drauf. Sortieren tue ich es später nochmal. Dann geht das jetzt für euch einfach ein bisschen zügiger. So, die schiebe ich nach hinten. Flupp. Genau. So, das Toolkit noch kurz rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir unsere 603, ja, das ist der Schimmer. Genau, aber der ist drin, die 603, als ein ist gleich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das so zusammen aussieht. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wo unsere AB-Farben hinkommen. Wir starten mit unserer ersten Farbe, dieses Symbol, und schauen mal, wo wir das haben. Unsere schöne Farbe. Ach komm, ich lege es hinter mich, das ist einfacher. Das ist so ein bisschen vereinzelt hier an der Umrandung vom Arm, also überall da, wo so ein bisschen Lichtschein hinkommt. Ist das mit drin? Jetzt dachte ich gerade, ob es irgendwo, ah ja, hier an den Augen. Da, ne, aber hier an ihm. Also so ein bisschen vereinzelt hier oben auch. Zum Beispiel, also überall da, wo es so ein bisschen, wie gesagt, der Lichtschein von hinten gegenkommt. Schön, sind ja auch nicht viele, um Gottes Willen. Also einmal hier hoch, hier an dem Haar
hatten wir es. Und dann hier am Auge und hier oben nochmal bei den beiden Krebsen. Dann haben wir die 603. Na komm. Das war ja das ist gleich. Genau, das ist gleich. Das ist gleich haben wir auch hier an der Seite. Seht ihr, so verteilt. An der Lippe. Ups. Dort oben auch nochmal, also an den Krebsen nochmal. Und hier an der Seite nochmal. Also, um das nochmal in groß zu zeigen. Wir haben es hier an der Seite hoch und hier, so wie hier. Und einmal oben hier bei den hellen Sachen. Jetzt hatte ich gerade geguckt, ob hier auch was drin ist, aber nee, von dem ist gleich ist da nichts drin. Ja, sehr schön. Dann haben wir die 606. Das ist das Plus, das helle. Gibt es das auch noch mal in dunkel? Nein. Gut. So, dann schauen wir mal mit dem hellen Plus. Ah ja, einmal hier, also an ihrer Corsage. Ein ganz bisschen hier in der Stola mit drin. Seht ihr es? Hier an deinem Krebs ist jetzt nichts, aber hier an der Corsage ist es vertreten. Ich meine, da haben wir ja auch ein bisschen mehr hier bei dem Krebs, der in der Schale liegt oder sitzt oder steht. Hier oben auch noch mal an dem Ausläufer von dem Krebs, sowie an ihrem Mund. Da eins an der Nase oder zwei. Hier am Krebs nochmal und dort auch. Also das ist gut zu erkennen. Da haben wir es hier ja, wie gesagt, hier am Krebs nochmal und hier oben an den Krebsen. So wie ein ganz klein bisschen am Mund und ein ganz wenig an der Nase. Der hier. Dann haben wir die 666. Das ist die Raute. Gut, die ist hier mit dabei. Oh, ob das nicht ein bisschen viel wird, aber das sehen wir ja dann, wenn es gepainted ist. Also das ist hier bei dem Plus mit dabei. Hier bei dem Krebs ist es auch nochmal. Oben an den Lippen ist es. Hier am Krebs auch.
Also überall da, wo unser Plus war, ist unsere Raute auch ein bisschen mit vertreten. Seht ihr sie? Aber halt wirklich nur ein wenig. Da an den Lippen nochmal und dann hier an den Seiten von den Krebsen. Aber wie gesagt, immer nur ein bisschen. Da ist auch noch das N dazwischen, was das Ganze ein bisschen abmildert. Obwohl, ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Ja. Dann haben wir hier die 740. Nur ein paar Steinchen. Und die ist der Pfeil nach links. Ja, den haben wir hier in der Gold- oder in der hellen Schale. Und einmal hier an dem Krebs. Das ist Pfeil runter. Schauen wir mal zusammen. Also hier seht ihr ihn. So wie hier bei dem Krebs ein bisschen. Das hier ist er nicht, das ist der Pfeil nach unten. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man nachher schräg oder über Kopf paintet. Hier ist er auch noch mal so ein bisschen, ach, Pfeil nach unten, nach links, so wie doch Frau. Hier vereinzelt. Dort auch unser Pfeil nach links. Schön. Eine schöne Sache. Und ich glaube, das Bild kommt auch nachher super raus. Genau. No. Wenn ihr das so seht, ich finde es schön. Die haben mir sehr gut gefallen. Ja, das war unser Cancer, unser Krebs. Von der Künstlerin Finira bei dem Shop One with the Diamond Art bestellt. Mit AB-Farben und einem Schimmer, wo wir uns mal überraschen lassen, wie das alles zusammen wirkt. Wenn ich es gepaintet habe, zeige ich es euch natürlich als so einen kleinen Rückblick, wie mir was gefallen hat, auch auf meinem Kanal. Gut, dann wären wir jetzt am Ende. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Krebs ist und wer sich das Bild oder wem das Bild gefällt und Krebs ist oder wer sich das Bild auch geholt hat oder wer die Künstlerin mag. Wir können uns ja gerne so ein bisschen austauschen, wenn ihr möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne auch ein Däumchen da und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dienstags kommt meistens was zum Diamond Painting und samstags kommt ein kleines Video zu meinen Häkelarbeiten. Der Donnerstag ist immer frei verfügbar, manchmal kommt auch so irgendwas in der Woche, aber das seht ihr dann, wenn ihr ein Abo da lasst. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Tschüss!